Hey Menschen, in diesem Video erfahrt ihr meine Meinung über die DJI Mini 3 Pro und den RC-Controller von DJI. Lohnt sich die DJI Mini 3 Pro mit dem RC-Controller? Ich habe jetzt schon ein paar Flüge mit der Mini 3 hinter mir und ich muss sagen, die Mini 3 ist schon nochmal ein anderes Kaliber als die Mini 2. Inzwischen habe ich jetzt auch das Fly More Kit der Mini 3. 2 Akkus mehr, zum Glück. Die übliche Tasche, die schon bei der Mini 2 dabei war. Nochmal Ersatzpropeller. Leider waren die Sticks, Controller Sticks, waren diesmal keine dabei. Damals bei der Mini 2 Fly More Combo waren die Steuerknüppel dabei, die Controller Sticks. Hier jetzt leider nicht. Schade. Und auch kein Netzteil zum Laden. Natürlich das Ladegerät war dabei, ein Ladekabel. Netzteil wäre schön gewesen. Jetzt benutze ich immer das von meinem MacBook, das Netzteil. Es hat auch 30 Watt. Und die Akkus sind relativ schnell geladen damit. Aber preislich gesehen ist es immer noch günstiger als ein Einzelkauf. Schon beim ersten Flug habe ich gedacht, wow, die Kleine fliegt echt geschmeidiger und stabiler als die Mini 2. Schon in der Steuerung merkt man einen Unterschied. Also ich habe die Standardwerte alle noch drin, ich habe noch gar nichts verändert. Ich wollte einfach mal drauf losfliegen und es hat sich da schon um einiges verbessert. Also eigentlich eine vollständig neue Drohne, schon im Aussehen her. Sag ich mal, mein kleiner Frosch. Also, aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt an die Kleine und hübsches kleines Ding. Was mich am meisten gefreut hat bei den Einstellungen, dass man das DSLR-like Farbprofil hat. Wie bei der Pocket 2. Es war ein sehr flaches Farbprofil, aber im Nachhinein in der Nachbearbeitung, im Color Grading, kann man sehr viel rausholen, da sich in der Datei viel mehr Farbinformationen befinden. Habe ich mir gewünscht und ist mit dabei. Sehr schön. Was mich überrascht hat, war, wie genial es war, dass man den Gimbal um 60 Grad nach oben neigen kann. Kann man so geile Aufnahmen machen, so geniale Aufnahmen machen. Echt wunderschön. Hätte ich nicht gedacht. Aber sehr gut. Ja, für viele ist ein nettes Gimmick, dass man die Kamera vertikal stellen kann. Meines Wissens nach die erste Drohne, die das kann. Und hey, gerade für YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, eine tolle Sache. Also die Hinderniserkennung funktioniert auch richtig gut. Und vor allem ist Wahnsinn, wie geschmeidig sie um ein Hindernis rumfliegt. Also es ist nicht so ein Ruckeln, sondern eine schöne, weiche, runde Bewegung. Aber es ist schon Wahnsinn, was DJI da hingelegt hat. Also hat mich echt ganz schön überrascht. Natürlich sollte man immer noch darauf achten, dass der Sensor nicht alles im Blickwinkel hat. Seitlich und direkt nach oben hat es keinen Sensor verbaut. Also nur vorne, hinten. Die 2 vorne, die 2 hinten nach hinten. So leicht nach oben geneigt. Schon eine ganz tolle Idee. Und natürlich die nach unten. Auch das Tracking, also das Active Track, klasse Sache, schöne Sache. Spielerei ein bisschen finde ich, aber hey, so ab und zu mal einen Active Track reinmachen. Gibt es schöne Aufnahmen. Und macht auch Fun, so auf dem Spaziergang oder sowas, mal die Drohne so neben sich herfliegen zu lassen. Man kommt sich ein bisschen verfolgt vor, aber hey, Big Brother is watching you. Was ich auch schon erwartet habe, der RC-Controller. Ich finde es ausreichend. Klar,
wenn es zu hell ist, wenn man direkt die Sonne reinscheinen hat, sieht man auch weniger. Aber ja, also ich habe es bisher immer bis auf dem iPhone gehabt. Und da hat man schon seine Schwierigkeiten, auch wenn man es ganz hell stellt. Und der RC-Controller macht schon einen besseren Job. Also eine schöne Sache ist auf jeden Fall, man muss nicht dauernd das Handy rausholen, einspannen und miteinander mit der Fernbedienung verbinden. Man holt einfach die Fernbedienung raus, startet sie und fliegt los. Sehr schön. Und man kann nebenher noch im Handy schöne Fotos machen oder Filmchen. Achtet auf eure Controller-Sticks. Ich hätte schon beinahe wieder einen verloren. Also ich hatte schon mal bei der Mini 2 einen verloren. Beim normalen Controller. Und da war zum Glück noch ein Set dabei in der Fly More Combo. Hier jetzt nicht. Im Fly More Kit auch nicht. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch in meiner Art, wie ich steuere oder sowas. Vielleicht drehe ich die Dinge automatisch raus. Vielleicht liegt es nur an mir. Aber nach einer bestimmten Zeit hatte ich die schon wieder locker. Ich weiß nicht warum. Gut, das ist jetzt ein anderes Gewinde. Also das Außengewinde befindet sich auf dem Controller und das Innengewinde auf dem Stick. Bisschen eigenartig, aber sie fühlen sich auf jeden Fall gut an. Ich habe mir noch so ein Pack bestellt bei DJI. 9 €. Nicht gerade günstig für so kleine Dinge, aber was macht man nicht alles? Auf jeden Fall eine tolle Drohne. Mein Fazit, es lohnt sich für das, was die Drohne kann. Sie ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Ich würde sie wieder kaufen. Und für Einsteiger, sage ich mal, wäre es besser, mit der Mini 2 anzufangen. Man lernt vorsichtiger zu fliegen. Mit einer Drohne, die keine Hinderniserkennung hat, nach vorne, nach hinten, nach seitlich. Gut, es gibt solche Piloten, die trotzdem drauf losfliegen und gleich den ersten Crash haben. Fernseher zum Beispiel. Naja. Aber seitdem bin ich vorsichtiger geflogen und ich habe es mit der Mini 2 gelernt und ich bin froh, jetzt mit der Mini 3 fliegen zu dürfen, nachdem ich schon Erfahrung gesammelt habe mit der Mini 2. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Mini 3 Pro haltet. Holt ihr euch eine oder behaltet ihr die Mini 2 oder kauft euch eine Mini 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, eure Entscheidung. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir würden mir echt helfen. Und lasst ein Like da, Daumen hoch. Und wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Euer Matze. Bye bye.